Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das sollte ich auf gar keinen Fall tun? Ja, das kann ich sagen, Fehler. Der Raketenstart, du erinnerst dich sicher, wie wir in Kourou waren und gewartet haben auf den Launch. Ja, also das war richtig stressvoll. Wir sind irgendwie aufgestanden, weiß nicht, 4 Uhr morgens oder so und dann rausgekarrt zum Launch-Site und dann, ich war noch im Bus und hieß es Abbruch. Ich habe mich schon wieder im Flugzeug sitzen sehen, wieder nach Hause. Und am nächsten Tag ging es dann los und hatte alles gut funktioniert. Und ich als Projektleiter hatte nichts zu tun, außer mitzufiebern, dass es gut kommt. Ist noch schlimm. Ja, fast noch schlimmer. Ich denke, der größte Moment war die Öffnung des Deckels. Das Teleskop hat ja einen Deckel. Ich glaube, es hat nur 2,5 Minuten gedauert, aber es sind lange 2,5 Minuten gewesen, bis dann das Signal kam. Deckel scheint offen zu sein. Und dann das erste Bild am großen Monitor angeschaut. Und ich war sehr froh, als ich gesehen habe, es ist ein Stern. Und der Stern ist ungefähr so groß, wie wir das wollten. Wir hatten eigentlich nie so einen Moment, dass ich sagen würde, jetzt dachte ich, jetzt ist fertig, jetzt ist es vorbei. Manchmal ist man halt, sind dann die Hände gebunden, man muss einfach warten, ob es geklappt hat. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, das ist das Schlimmste, weil wir ja einen Kontakt nur 2-mal im Tag haben mit dem Satellit. Und es gibt viele Stunden zwischendurch, wo man nicht weiß einfach, was passiert. Ja. Hat Cheops gehalten, was wir uns davon versprochen haben? Für mich ist das ein Riesenerfolg. Für verschiedene Gründe. Zuerst einmal haben wir es geschafft, einen Satellit darauf zu bringen, der eigentlich noch besser funktioniert als spezifiziert. Und dann eben, weil wir diese Spezifikationen einhalten konnten, konnten wir die Wissenschaft machen, die wir wollten. Wir haben einige sehr wichtige Systeme gefunden, zum Beispiel so Planetensysteme mit 5, 6 Planeten, die um den Stern kreisen, in Resonanz miteinander. Das heißt, der eine macht eine Umdrehung, während der andere 2 macht und so weiter. Als PI, was erwartet mich in meiner neuen Rolle? Ja, nicht sehr viel, dass du nicht schon weißt. Der Unterschied ist aber, dass du jetzt die letzte Person bist, die entscheiden muss. Du bist dann am Schluss derjenige, der dann es ausbaden muss. Ich glaube, ich habe immer meine Rolle gesehen wie der Direktor eines Orchesters. Es ist nicht wichtig, dass du der beste Musiker im Saal bist, aber dass du die Leute bringst, miteinander die gleiche Musik zu spielen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das sollte ich auf gar keinen Fall tun? Ja, das kann ich sagen, Fehler. Wovor hast du am meisten Respekt? Sicher die Verantwortung. Man könnte ja sagen, ich hatte die ganze Zeit Verantwortung als Mission Manager, aber das doppelte Netz fällt quasi weg. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch schon viel gesagt, dass wir so eine tolle Mannschaft haben. Zum einen hier in Bern, im Science-Team, in ganz Europa, dass die Stimmung so gut ist. Und ich möchte natürlich schauen, dass es so bleibt. Ich werde mir sicher das ein oder anderen Mal die Frage stellen, was hätte Willi jetzt wohl gemacht? Du bist eigentlich der erste Schweizer gewesen, der eine Weltraummission geleitet hat, eine wissenschaftliche. Hat das dein Leben in irgendeiner Form geprägt? Also es gab viele Nächte, wo ich schlecht geschlafen habe. In dem Sinn hat es sicher mein Leben geprägt. Es ist immerhin ein 100 Millionen Euro Projekt. Man kann sich da nicht leisten, es nicht richtig fertig zu machen. Wir waren ja auch viel in den Medien. Wie hast du das erlebt, die Medienpräsenz in der Schweiz? Alles das wird aus Steuergeldern gemacht und irgendwie fand ich, dass wir auch verpflichtet sind, zu versuchen zu erklären, warum wir das machen, was sind die Fragen, was bringt das eigentlich. Ja, die ganze Astronomie, alles was mit Astronomie zu tun hat. Jeder hat mal die Gelegenheit gehabt, den Himmel anzuschauen, sich Fragen zu stellen. Und dann bei uns noch mit den Exoplaneten ist die ganze Frage des Lebens im Universum und so. Das ist auch eine große Frage, die die Leute interessiert. Was würdest du dann sagen in einem Satz, wäre dein Ratschlag für mich? In einem Satz, bleib wer du bist und mach es einfach so, wie du es bis jetzt gemacht hast. Du bist jetzt der PI. Was wünschst du dir für die Cheops-Mission und für das Team? Das sind so deine Träume. Dass die Maschine Cheops da oben weiterhin so einwandfrei funktioniert?
Und dann natürlich, dass es so viel Freude macht, in diesem Team zu arbeiten und dass alle so motiviert sind. Und mein Wunsch ist natürlich, dass diese Motivation erhalten bleibt. Wir warten immer eine super Unterstützung vom SSO in der Schweiz, um Cheops finanzieren zu können. Ich wünsche mir natürlich, dass sie uns weiterhin unterstützen. Und wenn man dann noch irgendwelche großen Wünsche haben darf, noch wenn wir irgendwas Unerwartetes entdecken oder vielleicht den Exomoon finden, den ersten Mond bei anderen Sternen, oder eben ein goldenes Ziel finden, den Planeten, den dann alle angucken wollen mit dem ELT, mit dem James Webb Space Teleskop. Aber das wird man sehen, aber man muss ja noch träumen dürfen.